Ich habe schon gesagt, dieses Jahr ist für mich ganz Besonderes. Und in diesem Jahr haben wir sehr, sehr viele neue Projekte, die wir angehen. Wir werden mit einem neuen YouTube-Channel die Möglichkeit haben, meine Biografie, meine Lebensgeschichte den jungen Menschen zu bringen, angefangen von Kindheit, Rock'n'Roll Years, Jesus begegnen, jung verheiratet, nach Europa zu kommen, Gemeindegründung, so in der ganzen Geschichte. Es geht über 2,5 Stunden, aber das wird in 5 Minuten Segmenten aufgeteilt, damit die Aufmerksamkeit nicht verloren geht. Und das Ganze werden wir im Laufe dieses Jahres. Ich bin bereit, ich bin so voll Erwartung von das, was Gott tun möchte mit einer jüngeren Generation. Wir haben schon vor 1,5 Jahren begonnen, in unserer Gemeinde mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wir sehen, wie eine neue Generation in der Verantwortung hineinwächst und wie wir das gemeinsam begleiten können. So, als wir in das neue Jahr kamen, war ich selber überrascht, als Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat, was ich verkündigen soll. Ich sollte über Glauben lehren. Meine Frau sagte, was? Das hast du so oft getan. Now, ich bin ziemlich pingelig mit gewissen Dingen. Und einer ist mit meinen Notizen. Ich habe meinen ersten Notizblock von meiner ersten Predigt, November 1980, in der Hauskreis in der Klenzestraße, wo alles begonnen hat, gefunden. Und ich kann zurückgehen in meinen Computer bis das Jahr 2000. Ich weiß genau, was, wo und wann ich was gepredigt habe. So, ich habe das angeschaut. Und dann habe ich gemerkt, das letzte Mal in der Gemeinde, nicht in unserer Gemeindeschulungen, sondern in der Gemeinde am Sonntagmorgen, wo ich über den Glauben gelehrt habe, war 2008. Und das letzte Mal, dass ich eine einmalige Botschaft über den Glauben gegeben habe in der Gemeinde an einem Sonntagmorgen, war 2014. Es war vor 6 Jahren. Und manchmal, wir haben der Gefahr, dass Menschen verstehen schon Dinge, die für viele von uns selbstverständlich sind. Und so ist es nicht. Sieh, wenn Gott sagte, erwarte das Unerwartete, man muss verstehen, Erwartung ist der Ursprung von wahrer Glaube. Weil Erwartung ist eine Form von Hoffnung. Und Hoffnung ist immer den ersten Einstieg zu den Glauben, aber der Hoffnung ist nicht der Glaube. Hoffnung ist eine völlige Erwartung von das, was sein kann, wie es anders sein kann, was du beginnst zu sehen, wenn du Gottes Wort und Gottes Verheißungen entdeckst. Das Erste, was es bewirkt in uns, ist eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Es kann anders sein. Aber der Glaube gibt uns die Fähigkeit, diese zukünftige Hoffnungen zu empfangen, zu ergreifen und sie in das heutige Leben reinzubringen. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 sagt Folgendes. Es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft. Und die Überzeugungen, und hier geht's, von Tatsachen, die man nicht sieht. Und da hakt es bei uns. Weil wir es nicht sehen, für viele, dann sind sie nicht real. Aber wenn du beginnst zu sehen, weil es gibt kein wirklich biblischer blinder Glaube. Der Glaube entsteht, wenn du beginnst zu sehen. Und wenn du es siehst und in dir es ist Wirklichkeit, es ist jetzt eine Überzeugung. Wie weiß ich, dass ich überzeugt bin? Weil du weißt, was du weißt. Und niemand kann dir da rausreden und niemand muss dich 5-mal ermutigen. Du weißt das.
Wenn das geschieht, deine Hoffnung ist plötzlich aus der Zukunft und es ist eine Tatsache in meiner Heute. Und da müssen wir als Christen jetzt lernen, wieder zu leben. Gott möchte uns eine Hoffnung geben, aber diese Hoffnung muss zu einer Tatsache, die in unser Heute neu formt. Und der Glaube kommt zu jedem. Paulus hat geschrieben, dass wenn das Wort wird verkündigt, Glaube entsteht. Sieh, als ich nach Deutschland kam, bevor sogar ich habe Pastor Peter kennengelernt, das Erste, was ich merkte, ist, ich habe nur das immer gehört, sei es in Pfingstgemeinden, in charismatischen Gemeinden, in evangelikalen Gemeinden. Du hast immer gehört, glaube nur, glaube nur, glaube nur, glaube nur. Und die Menschen waren so frustriert, weil niemand hat gesagt, wie kann ich glauben? Was ist Glaube? Wie entsteht Glaube? Wie wird Glaube freigesetzt? Und als Gott zu meinem Herz gesprochen hat, das ist deine Bestimmung. Bring das Wort des Glaubens zu den deutschsprachigen Ländern. Helf mein Volk zu erkennen, was der Glaube ist, was der Glaube bewirkt und wie der Glaube entsteht. Es ist kein Rätsel. Es ist für uns im Gottes Wort klar und deutlich zu sehen. Aber wenn wir es nicht hören, können wir es nicht empfangen. Denn im Römerbrief, Paulus sagte in Kapitel 10, Vers 17, danach kommt der Glaube aus der Botschaft. Der Botschaft aber muss seinen Ursprung in Christus, in das Evangelium. Gottes Wort bringt immer mit sich Glaube, wenn es wirklich Gottes Wort ist. Deswegen 3 Punkte in ein schönes Gedicht von mir wird dir nicht helfen. Ein philosophischer, schöner Gedanken wird dir nicht helfen. Gottes Wort ist das Einzige, weil Gottes Wort lebt. Und es hat die Fähigkeit, dieses Leben auf diese Seiten zu nehmen und in uns Realität zu machen. Und es ändert deine Perspektive, deine Hoffnung, das, was du siehst. Und das ist heute Morgen. Wir werden einen Schritt weitergehen. Wir werden lernen, was das Gesetz des Glaubens ist. Und wenn du das hörst, das ist manchmal für viele, wait a minute, das Gesetz des Glaubens. Sieh, wenn du hörst das Wort Gesetz im Gottes Wort, musst du entscheiden, meint das Gesetz Mose? Das heißt, tu das nicht, tu das nicht, tu das. Oder meint das Wahrheit? Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Man redet in der Gesellschaft über alternative Wahrheit. What? Sobald wir alternative Wahrheiten haben, wir haben kein Absolut. Ich war so dankbar. Vor 40 Jahren, ich habe ein Buch von Francis Schaeffer gelesen. Er hat mir ein bisschen erklärt, was ein Text von Jimi Hendrix wirklich bedeutet hat. Was klingt so poetisch. If a 6 was a 9, I don't mind. Wenn ein 6 würde ein 9, ist es mir egal. Und Francis Schaeffer hat gesagt, wisst ihr, wie gefährlich das ist? Weil wenn es gibt kein Absolut, denn jeder kann tun, was er für richtig hält. Dann haben wir Chaos. Es gibt entweder Wahrheit oder es gibt keine Wahrheit. Und als Pilatus sagte Jesus, was ist Wahrheit? Die Antwort lag in das, was Jesus betet in Johannes 17. Oh Vater, dein Wort ist Wahrheit. So, wenn du das Wort Gesetz siehst, du könntest genauso das Wort absolute Wahrheit ersetzen. So, wenn wir reden über das Gesetz des Glaubens, wir reden über die Wahrheit des Glaubens. Sieh, es gibt geistige Gesetze genauso wie es gibt physikalische Gesetze. Schwerkraft ist ein Gesetz. Und Menschen haben gelernt mit einem Flugzeug, wie sie anderen Gesetze gegen Schwerkraft setzen können und ein Flugzeug fliegt. Muss ein Wunder sein. Nein, jemand hat sein Gehirn benutzt und hat den physikalischen Gesetze studiert und gelernt. Wow, wenn wir das und das tun, ich kenne das nicht auf Deutsch, ich kenne es auf Englisch, Thrust und Lift. Die Flügel geben Lift, der Motoren geben Thrust, Schub.
und aufheben. Ja, wenn wir das tun, wir fliegen. So ist das auch im Gotteswort. Es gibt in Römerbrief Kapitel 8 diese erstaunliche Aussage. Denn das Gesetz, das Leben in Christus hat mich frei gemacht von das Gesetz, vom Sünde und Tod. Es hat nichts zu tun mit Moses Gesetz unter dem alten Bund und Gottes Versuch, Israel als Volk zusammenzuhalten, in die richtige Richtung zu steuern, bis der Messias kommen könnte. Und nachdem er kam, ist etwas Neues im Gange. Jetzt zählt nicht jüdisch oder nicht jüdisch. Jetzt zählt nur eines, ein neuer Mensch in Christus. Wir müssen begreifen, was wir sind, was wir haben, wegen Jesus. Und wir lernen so viel aus dem Alten Testament. Und dank sei Gott, Gott hat so viel Mühe gegeben, Schatten und Bilder, uns etwas beizubringen. Aber ich sage euch, wir leben nicht unter dem alten Bund. Wir haben einen neuen Bund mit besseren Verheißungen. Und Jesus ist der Haupt der Gemeinde. Es gibt nicht zwei Familien. Aus den zwei, Gott hat eins gemacht. Und wir müssen lernen, wie wir Gläubiger sein können. Nachfolger Christi, das ist, was wir sind. Egal, welche Herkunft wir hatten. Wir sind Nachfolger Christi. Und in dieses Königreich Gottes, wo wir hineingeboren sind, das gibt Gesetze. Wenn wir sie erkennen und umsetzen, es verändert uns und unsere Welt um uns herum. So, der Glaube kommt zu uns durch das Hören. Und jeder Mensch, Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 12, Vers 3, dass wir nicht höher von uns selber denken sollen, sondern mit Bescheidenheit, gemäß wie Gott jeder Mensch das Maß des Glaubens gegeben hat. Jeder Gläubige hat ein Stück von dieser Kraft namens Glauben gegeben. Na, ich habe auch vor 40 Jahren etwas entdeckt. Und da musste ich ein bisschen Deutsch lernen. Ich habe nicht verstanden am Anfang, dass in der deutschen Sprache für die deutsche christliche Mentalität damals das Wort Glauben war verbunden mit nur Vertrauen. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber Glaube ist auch eine göttliche Handlung. Es ist, wie Gott alles geschaffen hat. Und wir werden heute Morgen sehen, Jesus hat gesagt, du bist fähig, genauso auch zu handeln, wenn du verstehst, dass es ein Gesetz oder eine absolute Wahrheit des Glaubens. So Gott schenkt uns eine Portion von was wir nennen Glauben, die Fähigkeit Gottes durch seinen Allmacht Dinge zu verändern. Deswegen heißt das in 1. Mose Kapitel 1, es war Tohu Wabohu, und es heißt, Gott sprach und sagt, wortwörtlich aus der Aussprache, Licht sei. Später wir lesen über Gott mit Abraham, dass Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Und was tun wir? Wir machen es manchmal genau umgekehrt. Gott ruft das, was nicht ist. Wir rufen das, was ist, als wäre es nicht da. Wir verleugnen die Realität. Wir denken, wenn ich das verleugne, ich bin nicht krank, ich habe keine Krankheit. Du hast Schmerzen überhaupt. Das wird dir nicht helfen. Aber wenn du beginnst, das zu rufen, was nicht ist, als wäre es da, es wird deine Welt verändern. Sieh, der Glaube sieht die Realität an. Es sieht die Situation an, aber im Licht von was Gott in seinem Wort uns gegeben hat. Und plötzlich meine Perspektive ist nicht mehr eingeschränkt von was ich sehe und spüre. Im Natürlichen ein neuer Sieg wird gewonnen. Und ich beginne zu sehen, wow, es kann anders sein. Und der Glaube, das Gesetz des Glaubens lehrt mich, zeigt mir, wie ich diese Realität in meinem Alltag, in meinem Leben Realität machen kann.
Deswegen ist das ein Gesetz des Glaubens genannt. Habe ich das gesagt? Nein, das hat Paulus gesagt. Sie, wir müssen verstehen, obwohl Gott uns das Maß des Glaubens gegeben hat, jeder Einzelne ist verantwortlich, was er daraus macht. Weil die Bibel redet von großen Glauben, kleinen Glauben, starken Glauben, schwachen Glauben. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Gott gibt uns alle, er liebt uns alle. Obwohl wir unterschiedliche Aufgaben haben im Leben, wir alle haben dieselbe Voraussetzungen. Weil wir sind alle Gottes Kinder. Es gibt kein Lieblingskind. Denke nicht, ich habe früher gedacht, Gott sitzt im Himmel und hat eine Segnungspistole. Und er hat einige, boom, mit dieser Pistole geschossen und sie sind gesegnet. Und der Rest haben Halleluja gesagt, aber haben gedacht innerlich, warum er nicht mich? Aber als ich begonnen habe, Gott zu kennen, seine Wege zu kennen, habe ich gemerkt, wait a minute. Gott ist nicht so. Er liebt uns alle gleich. Er hat uns alle das Maß des Glaubens gegeben. Er hat uns alle die Quelle, wo wir unser Glauben vermehren und stärken können. Er hat uns sein Wort gegeben. Aber einige tun etwas, andere tun gar nichts. Und nur zu kommen in die Kirche an Sonntagmorgen, fromm und brav zu sein, reicht nicht aus. Weil es tobt da draußen. Du hast einen Feind und er hasst dich. Und er möchte dich zurückhalten von deiner Bestimmung. Er möchte nicht, dass du aufstehst innerlich und alles bist, was Christus sagt, dass du bist. Und deine Familie, deine Arbeitskollegen, dein Mitschüler, alles um dich herum verändert, weil dein Leben spricht eine andere Sprache. Dein Leben gibt eine andere Botschaft. Was Gott tun möchte, ist doch abhängig von unserer Bereitschaft mitzuziehen. Und wenn du das nicht glaubst, dann musst du nochmal deine Bibel lesen. Gott wollte, dass Israel in das verheißene Land kam. Das ist euer Land. Aber was haben die getan? Mose hat der große Fehler gemacht. Er hat ein Committee gebaut. Wir nennen das auf Deutsch ein Trägerkreis. Ja, das macht alles sehr träge. Und jeder hat seine Meinung gegeben. Und der Meinung, der Konsensus, der Mehrzahl war, es ist zu groß, wir sind zu klein. Es ist zu stark, wir sind zu schwach. Und diese Generation haben es nicht erlebt, obwohl es Gottes Wille war. Gott musste warten, bis eine neue Generation kam. Und nur 2 kamen, die einen anderen Geist in sich trägten. Kaleb und Josua. Die sind in das Land hineingekommen. Und der arme Kaleb musste 80 sein, bevor er seinen Berg bekommen könnte. Lass mich nicht so lang warten. Lass uns gemeinsam einziehen in das Land in 2020, was Gott vor uns vorbereitet hat. Amen. Aber ich sage dir, wait a minute. Ich bin nicht beeindruckt. Du kannst Halleluja sagen, in die Hände klatschen. Aber wenn du nicht kommst, wenn es Zeit zu beten ist, was soll's? Wir reden über die Welt verändern, aber ich habe keine Zeit. Autsch. Pastor Peter hat gesagt, ich bin kein Gast hier. Ja? So, ich rede als Pastor zu euch, im Namen von diesem Pastor hier. Er hat mir erlaubt, das zu tun. Und wenn es wehgetan hat, habe ich das mit Absicht gemacht. Aber weil es Realität. Weißt du, manchmal, du musst das Schweinehund in dir überwinden. Denkst du, dass ich möchte jeden Sonntag aufstehen? Halleluja. Denkst du, dass ich möchte jeden Dienstag aufstehen, in die Gemeinde gehen, zu beten? Aber jedes Mal, wenn ich trotz meiner Gefühle tue, ich komme aus der Gemeinde völlig verändert. Völlig anders. Und ich möchte, dass du dieses Anderssein auch miterlebst. Wir alle haben unsere Gründe. Wir alle haben unsere Menschlichkeit. Aber es ist an der Zeit, wo wir als Gläubigen es wirklich in diesem neuen Jahr merken, Gott hat etwas vor und die Schicksal von den Menschen um uns herum in einer gewissen Art und Weise liegt in unserer Verantwortung. Gott hat eine Absicht für diese Kirche, für diese Gemeinde. Und ihr seid treu, über all die Jahre ein Standard aufzuhalten, das Wort zu verkündigen. Und Gott wird etwas Neues tun durch eure Treue über diese Jahre, aber nur, wenn wir bereit sind, den Nächsten mit ihm zu gehen. We gotta catch the fire. Wir müssen uns in eine Position bringen, wo wir es merken und empfangen.
was nur Gott uns geben kann, damit wir das weitergeben können. Es wird nicht unsere menschliche Fähigkeit zu diskutieren und alle intellektuelle Antworten auf all die Probleme. Die sind zu komplex. Es wird the power of God, die Kraft Gottes, die ein Mensch verändert. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir kommen zu das. Glaubt mir, wir kommen zu das. Das ist so wichtig, dass ihr das mitkriegt. Ich habe mich immer gewundert, warum Petrus, Johannes und all diese Fischer ganz einfach eine Botschaft gehört haben und ihr ganzen Lebensunterhalt und alles hinter sich gelassen, bis ich Lukas 5 gelesen habe. Und wisst ihr, was es war? Ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch. Jesus bräuchte, war so viele Menschen da, er brauchte ein Boot. Jesus kannte die physikalischen Gesetze. Er wusste, dass die Reflexion von dem Wasser würde wie eine Anlage, würde wie ein Mikrofon sein und würde es ermöglichen, dass die ganzen Massen von Menschen seine Botschaft hört. Und als Dank, dass er könnte Petrus' Boot benutzen, er sagte, setze deine Netze aus. Und Petrus, ich lese das so in meinem Vorstellung. Das ist meine Vorstellung. Ja, okay, Preacher. Ja, all right. Du bist Tischler und jetzt selbstmade Verkündiger und jetzt solltest du mir Profifischer sagen, wann ich mein Netz auswerfen. Aber weil du es gesagt hast, mag ich das. Er war nicht voll Glauben, er hat überhaupt nichts erwartet. Und als die diesen Fang empfangen haben, wo der Boot fing an zu sinken, Petrus hat etwas gemerkt. Das ist ein Wunder. Das ist die Kraft Gottes. Das ist nicht ein normaler Mensch. Und es war diese Begebenheit. Petrus kam vor Jesus. Lies das in Lukas 5. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Nicht würdig mit dir irgendwie zu tun haben. Und Jesus sagte, Petrus, bisher warst du Fischer. Aber wenn du mir nachfolgst, ich werde dir beibringen, wie du Menschen für Gott gewinnen kannst. Oder wie du ein Menschenfischer sein wirst. Es war die Kraft Gottes. Es war nicht den großen Exegese, den großen hohen Gedanken. Es war eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und jetzt, wir sind dran. Wer sind den Leib Christi in dieser Welt? Wer sind die Träger von diesen Momenten, wo Gott sagt, bete für diese? Sag diese Wort der Weisheit. Gib das zu diesen Personen, der etwas braucht. Und die erleben Gottes Kraft. Das, was macht den Herzen auf. Das und das allein wird Europa verändern. Die Realität und die Kraft Gottes und seine Gegenwart in unserer Mitte. Und das wird nicht nur auf uns fallen wie ein reifer Apfel von einem Baum. Es muss empfangen. Es muss angenommen. Es heißt ein Leben des Glaubens. So, schauen wir das an. Dankeschön. Schauen wir das an. Das ist in Römerbrief Kapitel 3 zuerst, Vers 27. Paulus möchte hier etwas erklären. Das Buch Romans, der ganze Römerbrief, ist geschrieben wie einen Apologetic, sagt man auf Englisch. Apologetik, glaube ich, auf Deutsch. Das ist wie ein Rechtsanwalt einen Fall vorbereitet vor einem Richter, warum etwas ist schuldig oder nicht schuldig. Und es ist logisch aufgebaut, um zu zeigen, wer Gott ist und warum er Gott ist und wie er seinen Sohn sandte. Und keiner von uns können auf unsere eigene Gerechtigkeit stehen. So in Kapitel 3, er macht diese Aussage in Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. So Paulus sagte, es gibt ein Gesetz des Glaubens. Das Gesetz Mose ist etwas anderes als das Gesetz des Glaubens. Now, ein paar Kapitel später, er wird uns erklären, was er meinte mit das Gesetz des Glaubens. Und hier werden wir entdecken, was biblischer Glaube wirklich
ist. Wie biblischer Glaube wirklich handelt. Wie biblischer Glaube wirklich freigesetzt wird. Wir gehen zu Kapitel 10 im Römerbrief. Und Paulus fängt an, hier wieder dieses Vergleich zu machen zwischen die Gerechtigkeit im Alten Bund unter das Gesetz Mose und Gerechtigkeit durch das Gesetz des Glaubens. Now, Gerechtigkeit, lass mich das erklären. Das ist ein großes biblisches Wort, was eine sehr einfache Bedeutung hat. Gerechtigkeit ist nichts anderes als die Fähigkeit, vor Gott zu stehen. Als ob Sünde nie existierte. Als ob du nie etwas Falsches gemacht hast im Leben. Du sagst, wie ist das möglich? Durch das Opfer Christi. Durch das stellvertretende Werk Jesus. Sein Opfer, sein ausgegossenes Blut, das, was er sein Leben ausgegeben hat, wozu er das getan hat, ist aus uns unwürdiger Menschen, unfähiger Menschen, dieses Gerechtigkeit zu empfangen. Jetzt bist du, wenn Jesus dein Herr ist, ein Kind Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Person. Das heißt nicht, dass du fehlerfrei bist, aber deine Stellung vor Gott ist, du bist angenommen. Und wir aufgrund, dass wir angenommen sind, gemeinsam einander ermutigen sollen und gemeinsam lernen sollen, wie wir ohne Fehler weiterleben. Das ist ein Prozess. Das nennt man reifer Prozess. Aber das endet deine Stellung nicht. Du bist Kind Gottes. In dem Moment, wo du sagtest, Jesus, du bist mein Herr. Wait a minute, John, das klingt so einfach für mich. Well, bevor du mein Wort nimmst, lass uns Römerbrief Kapitel 10 miteinander anschauen. Vers 5. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt. Also, der Mensch, welcher sie tut, wird dadurch leben. Sieh, unter Moses' Gesetz, unter dem Alten Bund ist was ziemlich einfach. Sei perfekt, du bist angenommen. Fehlerhaft, du bist ausgestoßen. Na, unser Problem ist, es gab nur einen von uns, der perfekt war. Sein Name heißt Jesus. Keiner so gut und so geistlich und so wunderbar und so mächtig von Gott benutzt in dem Alten Bund war fehlerfrei. Und der einzige Weg, wahre Gerechtigkeit vor Gott zu empfangen, unter dem Gesetz Mose, tu alles. Sei perfekt, sei tadellos. Now, Gott hat unser Schicksal gesehen. Er hat unser menschlicher Ausgeliefertsein gesehen und er hat von vorne an einen Plan. Er würde aus einer von uns kommen. Das Wort nahm Fleisch auf sich. Und Jesus lebte als einer von uns. Er ist ein Mann. Gott ist ein Mann geworden. Und in aller Ewigkeit, Jesus bleibt der Erstgeborene unter viele Geschwister. Wir sind seine Geschwister. Und in sein Kommen, in sein Opfer, in sein Sterben und Auferstehung, er hat ein neues Gesetz ermöglicht. Ein neues Gesetz freigemacht. Das Gesetz des Lebens in Christus. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Dieses Gesetz hat alles, was du warst, verändert. Es ist als ob, wenn ich das so sagen darf, wir waren wie ein alter Esel. Und die Religion kommt und der Gesetz Mose kommt und es versucht, aus unser alter Esel einen tollen Rennpferd zu machen. Und so wirkt unsere eigenen Leistungen, guten Werken. Wir sehen gut aus, wir sind gut gepflegt, es sieht schön aus. Und dann bist du in der Startreihe gesetzt. Und dann geht der Pistole los und hier kommt den alten Esel raus. Warum? Weil das ist, was du bist. All die äußerlichen Änderungen ändern gar nichts, was du innerlich bist. Dann kommt Jesus, dann kommt das Evangelium und dann sagst du, wenn du das hörst, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Und aus diesem alten Esel, sei nicht beleidigt, wir sind alle so, wird ein Rennpferd gemacht.
Und plötzlich ein Wunder ist geschehen. Ist jemand in Christus? Er ist eine neue Schöpfung. Etwas, was noch nicht existierte. Unser Problem ist, wir schauen in den Spiegel und wir kennen uns. Und wir wissen all die Dinge, die wir getan haben, alle Dinge, die wir bereuen, alle Dinge, die nicht so gut geklappt haben. Und Gott sagte, nein, ich sehe ein gerechter Mensch vor mir. Ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. Und all das Potenzial ist in uns. Wir müssen nur lernen, wie es rauskommen kann. Wir müssen dieses Gesetz des Glaubens bejahen. Was ist das? Wir lesen weiter. Aber die Gerechtigkeit durch den Glauben redet. Das ist Nummer 1. Es redet. Und es redet so. Sprich nicht. Paulus, das ist komisch. Zuerst sagst du, es redet. Und es redet so. Dann sagst du, was ich nicht reden soll. Na, er tut das mit Absicht. Weil er kennt uns. Er weiß genau, wie wir gestrickt sind, wie wir in unser Leben denken. Wir sind natürlich, wir sind fleischlich. Und wir haben eine natürliche Tendenz, genauso zu reden, genauso innerlich zu denken. Und Paulus möchte gleich das abfangen. Das ist nicht, was ich meine, wenn ich rede vom Glauben. Das ist nicht das Gesetz des Glaubens. So sag nicht. Na, was sollen wir nicht sagen? Sprich nicht in deinem Herzen, wer will in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus her abzuholen, oder wer will in den Abgrund heruntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. In anderen Worten, der Gesetz des Glaubens, ein richtiger Gläubiger sagt, ich brauche es nicht anzufassen, ich muss nicht mit meinen eigenen Augen es sehen, um wirklich überzeugt zu sein, ich brauche nur Gottes Wort. Der natürliche Mensch möchte alles in der natürlichen Welt anfassen, hier oben begreifen. Aber der geistliche Mensch, der lebt aus dem Gesetz des Glaubens, sagt, ich brauche das nicht physisch zu sehen. Ich muss nicht dabei sein, um das wirklich die Überzeugung zu gewinnen. Gottes Wort gibt mir das. Und schau, das ist der nächste Satz. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist mir nah. In meinem Munde und in meinem Herzen, nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Sieh, dieses Gesetz des Glaubens, das, was Gottes Wort aktiv macht in unser Leben, ist, wenn wir begreifen, wir brauchen nicht den Beweis im Natürlichen, wir brauchen den Beweis in seinem Wort. Und wenn wir sein Wort in unseren Mund legen, es wird in unser Herzen kommen und dann beginnen wir im Glauben zu leben, zu handeln, zu denken, zu reden. Und dann geht ihr bei einem Beispiel, was der größte Wunder, die man vorstellen kann, beschreibt. Der Esel wird zu einem Rennpferd. Er sagt hier, der nächste Satz, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Bitte, das Wort gerettet musst du verstehen. Es ist das griechische Wurzelwort sozo. Und es bedeutet geheilt, befreit, beschützt, versorgt, vergeben. All das ist ein all-inklusiv erlösender Wort. Wenn Gott das tun kann, schlicht und einfach, weil du in deinem Herzen geglaubt hast und mit deinem Munde bekannt hast und plötzlich der Esel ist ein Rennpferd. Was wird das tun in deine Familienprobleme? Was wird das tun in deinem Körper? Was wird das tun in deiner schwierigen Situation? Denn wenn du mit dem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht. Und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift sprach, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Now, wir müssen noch ein Beispiel anschauen. Das ist Paulus.
Ja, John, das war Paulus' Theorie. No. Paulus hat das von Jesus gelernt. Gehen wir zu Markus, Kapitel 11. Markus, Kapitel. Viele von euch sagen, ja, ich habe Markus 11 so oft gehört, das ist das Problem. Der Glaube kommt nicht von einmal gehört zu haben. Der Glaube entsteht vom Hören und Hören und Hören und Hören. Ich weiß, als ich das selber für mich neu las, neuer Vertrauen ist in mir geworden. Ein neuer Feuer ist gefangen für diese Wahrheit. Und wie sehr wir als Gläubigen es brauchen. Na, Jesus, der hat eine Situation, ich muss das erklären. Er weiß, es ist nur wenige Tage vor der Kreuzigung. Er weiß, was jetzt auf ihm zukommt. Die anderen haben es nicht verstanden. Und er hat übernachtet in Bethanien, ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Er wollte in Jerusalem kommen und sehen, was im Gange ist. Er ist an dem Weg nach Jerusalem und er sah einen Feigenbaum mit Blättern. Und normalerweise, wenn ein Feigenbaum Blätter hat, hat es auch Frucht. Als er zu dem Baum kam, weil er hat Hunger und war sauer, dass kein Frucht da war, er hat diesen Baum verflucht. Na, bevor du glaubst, dass Jesus Bäume hasst, bitte. Er hat die Bäume geschaffen. Darf ich euch sagen, warum er das getan hat? Es sind ein paar Gründe. Nummer 1, er weiß, er hat noch wenige Tage mehr. Nummer 2, er weiß, dass seine Jünger müssen begreifen, was das Gesetz des Glaubens ist, sonst sind sie hoffnungslos, ihre Gefühle, ihre Situation ausgeliefert. Nummer 3, dieser Feigenbaum hat ihm erinnert an das, was er sah den Tag zuvor in Jerusalem, in den Tempel, weil ein Feigenbaum ist das Bild für Israel. Es hat Blätter, all den äußerlichen Form von Frömmigkeit, das Tempel und Rauch und Beter und Opfer, aber kein ehrlichen Herzen. Dieser Baum hat ihn daran erinnert, wie Religion ist, ohne wirklicher Glaube, ohne wirkliche Beziehung zu Gott. Und er hat es verflucht. Und seine Jünger haben es gehört, es heißt das. Am nächsten Tag, 24 Stunden später, die gehen wieder, weil sie sind am Abend wieder nach Bethanien gegangen. Jetzt gehen sie wieder auf dieselbe Straße und Petrus sieht, schau das an, den Baum, den du verflucht hast. Es ist verdorrt von den Wurzeln an. Und Jesus sagte dasselbe, was Paulus sagte. Lesen wir das zusammen. Und Jesus hob an und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Na, hier muss ich etwas sagen. Die Übersetzer haben das Wort an hineingeschrieben. In der Urtext es heißt, habt Glauben Gott. Und wenn wir weiterlesen, wir werden merken, er hat nicht gesagt, habt Glauben an Gott. Er hat wirklich gesagt, habt Gottes Glauben. Habt Glauben, wie Gott es hat. Verstehe dieses Gesetz des Glaubens, es ist für euch ergreifbar. Lies den nächsten Satz und du wirst merken, Gott ist überhaupt nicht erwähnt. Jesus hat hier ein Beispiel benutzt. Er sagte dem, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn jemand, wie viele jemanden haben wir hier heute mal? Wer fühlt sich ausgeschlossen von das Wort jemand? Fühlt sich jemand ausgeschlossen, dass Gott hat dich nicht gemeint? Aber wir wollen für dich gleich beten. Er hat nicht gesagt, ein geistiger Mensch, ein frommer Mensch. Er sagte jemand. Jemand, der durchblickt, um was es geht. Wie Gottes Glauben funktioniert, wie dieses Gesetz des Glaubens ist. Wenn jemand zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte. Glaubte was? Dass Gott sein Berg versetzt. No! Er hat es nicht gesagt. Dass er glaubte, dass das, was er sagt, geschieht. Es wird ihm zuteil werden. Sogar Luther-Übersetzung sagt, es wird ihm zuteil werden, was er sagt. Schluck. Das Gesetz des Glaubens. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Wie kommt dieses Vertrauen, diese Überzeugung in mir? Denn da kommt der Glauben durch das Hören aber von Gottes Wort. Umso mehr, dass wir Gottes Wort in uns lebendig Raum geben, dass es in uns lebt, umso mehr werden wir fähig sein, das Gesetz des Glaubens
umzusetzen. Und es gibt Berge in dein Leben, es gibt Berge in mein Leben. Es gibt Situationen, er redete nicht von den Alpen. Er redete von Hindernissen in dein Leben. Dinge, die so groß und gewaltig aussehen. Du denkst, wie werde ich das je überwinden? Und Jesus sagte, du musst nicht zu Gott gehen und betteln. Beginne den Glauben, was Gott dir gegeben hat, zu benutzen. Rede zu deinem Berg, heb dich und werf dich in Meer, aus dem Weg mit dir. Und wenn du wirklich glaubst, dass das, was du sagst, geschieht, es wird dir zuteil werden, was du sagst. Und wenn du betest, der nächste Satz redet er über Gebet. Es ist dasselbe Gesetz. Du kannst das von Gott empfangen, den Lösung für deine Not, oder du kannst selber dein Schicksal ändern. Ja, wie weiß ich, was ich tun soll, wem? Deswegen hast du den Heiligen Geist. Das ist nicht one size fits all. Das war das größte Problem in den Glaubensbewegungen. Menschen haben nur genügend gehört, um gefährlich zu werden. Das ist nicht one size for alle. Eine Größe passt alle. No, das ist ein Aspekt von der großen Vielfalt, die wir ausleben können als Christen. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, weil es ist, wie Gott Dinge ändert. Und wenn wir das bejahen, wenn wir das in uns aufnehmen, in den richtigen Moment, du wirst merken, Gott wird sagen, ich habe das so oft erlebt, wo Gott sagte, rede du zu deinem Problem. Ich habe Situationen erlebt, wo ich musste im Gebet bleiben, bis ich die Antwort hörte. Und Gott hat geflüstert, was ich tun soll. Ich habe erlebt, wo ich habe gebetet und von Gott empfangen eine Antwort auf meine Not. All das ist legitim. All das ist in deinem Neuen Testament. Und es ist dasselbe Glaube, aber es funktioniert in unterschiedlicher Wege. Aber vergesse nicht, dieses Gesetz hat dir von einem alten Esel, nicht beleidigt, zu einem schönen, gerechten Rennpferd gemacht. Das gibt kein größeres Wunder. Wenn das geschehen kann, wenn das geschieht heute Morgen, wenn jemand hier sitzt und sagt, ganz ehrlich, Pastor, ich habe nie Jesus als mein Herr und Heiland bekannt. Wenn einer hier ist und du tust das heute Morgen, Gott wird aus dir ein neuer Mensch machen. Deine Vergangenheit wird vergangen sein. Eine neue Zukunft liegt in dir. Ein neuer Herz gibt dir dir. Einen neuen Geist gibt dir dir. Wow. Wenn das geschieht, durch das Gesetz des Glaubens, gibt etwas, was zu hart ist für dasselbe Glauben. Aber vergesse nicht, was er sagte. Sage nicht, ich muss zuerst fühlen, ich muss zuerst anfassen, ich muss das Gefühl haben, dass Gott mich gehört. No, Gänsehauten kommen und gehen. Deine Gefühle ändern sich mit der Wetter. Aber Gottes Wort bleibt konstant für alle Ewigkeit. Ich bin völlig überzeugt, 2020 ist besonders für uns. Aber wir müssen es annehmen. Wir müssen auch bereit sein, dort zu sein, wo Gott uns haben möchte. Wir müssen bereit sein, von unserer Zeit zu investieren, weil ohne Gebet geht es gar nichts. Bete, dass der Wille Gottes geschieht, wie es ist im Himmel auf der Erde. Wenn wir das nicht beten, dann fragt nicht, warum ist die Welt so, wie es ist. Wir sind verantwortlich. Lass uns Himmel herunterbringen für die Menschen an die Erde. Gott ist Antwort, Gott ist Kraft, Gott ist Lösungen für die menschlichen Probleme. Das geschieht nur in erster Linie im Gebet, aber Gebet im Glauben. Und ich garantiere euch, wenn wir beginnen, Gott so nachzujagen und zur Verfügung zu stellen und dranbleiben an was Wahrheit ist, genauso wie das Gesetz des Lebens in Christus ist das Gesetz des Glaubens ein Teil von das, was Gott uns anvertraut hat. Und es geschieht im Herzen und es geschieht durch unsere Lippen.
Ich schließe ab mit diesen Gedanken. Ich habe einen Fernsehsender angeschaut über das Leben von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war ein sehr berühmter evangelischer Theologe in Deutschland während der Nazizeit und war später Opfer der Nazis. Er war Widerstandskämpfer, wurde verhaftet und dann kurz bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende kam, die haben ihn ermordet. Und Dietrich Bonhoeffer aber, er hat gesehen, was läuft in der Kirche. Dass die ganze Kirche ist mitgelaufen mit dieser Nazi-Gedanken. Und so er war ein Mitgründer von der bekennenden Kirche. Das war ein Underground Church. Es erinnert mich an unsere Zeit in der DDR damals, wo die Kirche musste immer in geheimen Orten stattfinden. Und Dietrich Bonhoeffer hat in Funkenweiler, glaube ich, hieß das, ein kleinen Kuhdorf irgendwo in Deutschland, eine Bibelschule gehabt. Und die haben einen Dame, sie war schon 90 damals, interviewt, weil sie war Teilnehmer als 20-Jähriger in dieser Bibelschule von Dietrich Bonhoeffer. Um den Kirche, um den Gläubigen weiter anzuspornen mit Glauben. Das war sein Ziel. Und ich höre, was sie sagte. Sie sagte, Dietrich Bonhoeffer hat immer gesagt, und das muss ich lesen, wenn ihr die Bibel liest, dann müsst ihr immer denken, jetzt und hier spricht Gott mit mir. Die Bibel musst du auf dich hinlesen, das Wort Gottes zu dir hin. Ich bin so froh, ich hätte das aufgenommen, weil ich habe es gestoppt. Ich habe es nochmal gehört, dann gleich aufgeschrieben. Du musst die Bibel zu dir persönlich hinlesen. Gott redet zu dir, wenn du sein Wort liest, weil das ist die Quelle vom Glauben. Denn Glauben ist eine geistige Substanz. Es verändert unsere Welt. Es versetzt den Hindernisse in unser Leben, wenn wir es umsetzen. Und kommen nicht in dieser Falle hinein, wo wir es bejahen, aber nicht tun. Das nennt man eine gedankliche Zustimmung. Ja, die Bibel sagt aber. No, die Bibel sagt basta. Es ist italienisch für Amen. Lies das zu dir hin. Und ich habe ein Wort für jemanden. Oh, ich habe so oft versucht. Gott sagte, es geht nicht um deinen Versuch. Es geht um einfach tun. Gehorsam. Mach es. Schau, was ich tue. Schau, was geschieht. Ich habe das gestern in der Schule gesagt. Gott kommt nie zu spät, aber selten früh. But he's right on time. Und wenn Gott könnte aus mir drogenabhängig Rock'n'Roll-Musiker mich annehmen, mich verändern und zu einem Verkündiger seinem Wort machen, unfähig, nicht ausgebildet. Ich habe Gott gesagt, und ich war nicht die Erste, ich habe festgestellt im Gottes Wort, jedes Mal, als Gott jemanden rief, die alle haben gesagt, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Ich kann nicht reden, ich kann nicht singen, ich kann das nicht tun. Gott nimmt jeder alte Esel und macht aus dieser Esel ein Rennpferd. Egal, was deine Bestimmung ist, in Christus bist du fähig zu tun, weit über deine eigenen menschlichen Grenzen hinaus. Und es ist an die Zeit, wo wir die Welt um uns herum zeigen, die Größe, Liebe und Kraft Gottes. Amen. Lass mich gerade jetzt beten. Ich möchte für euch beten. Und dann möchte ich diese eine Frage stellen, und ihr weiß, was kommt. Aber Vater, ich möchte für diese Gemeinde beten. Ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für Pastor Peter und Vivian und alle Leiterschaft, die so treu sind, so lang mit Treue dein Wort verkündigt, Menschen geholfen, für Menschen gebetet.
Ich möchte dir danken für deinen Segen auf diesem Haus. Aber ich weiß, das ist ein Jahr, wo du möchtest Segen vermehren. Du möchtest Treue belohnen. Und Vater, ich bete, dass die Versammlung heute Morgen dieses Wort, dieses Reden Gottes für die jetzige Zeit empfängt und beginnt auszuüben wie nie zuvor. Und ich möchte dir im Voraus danken, Vater, für eine Erquickung, eine Erfrischung für diesem Haus. Für eine neue Freude und Begeisterung für das, was du bist, das, was du tust und das, was du tun wirst. Und wir lassen alle unsere Frust oder was immer uns in der Vergangenheit und versucht uns immer wieder zurückzuhalten. Wir lehnen es ab. Und mit neuer Erwartung, wir erwarten das Unerwartete in 2020. Und Vater, ich bete, dass wenn einer hier sitzt heute Morgen und ganz ehrlich nicht fähig ist zu sagen, ich habe Jesus in mein Leben. Ich habe ein klares Bekenntnis für ihn als Herr meines Lebens. Vater, ich bitte, dass du deinen Finger auf diese Menschens Herzen legst. Damit sie in diesem Augenblick dich kennenlernen können. Mit jedem Gebet, mit jeder Augen zu, wenn du hier sitzt und sagst, Pastor, bete mit mir, bete für mich. Ich möchte die Gewissheit haben. Ich habe gehört, was du sagtest. Ich möchte Jesus in mein Leben empfangen. Und das ist für dich. Heb deine Hand hoch. Ich möchte sehen, ob ich für jemanden beten soll in dieser Art und Weise und für wen ich beten soll. Yes, Gott segne dich. Ich sehe deine Hand. Ist da noch jemand? Yes, ich sehe deine Hand. Gott segne dich. Ist da noch jemand? Yes, Gott segne dich. Ist da noch einer? Das sind wirklich sehr ernste Entscheidungen und ich schätze eure Ehrlichkeit. Yes, ich sehe deine Hand. Gott segne dich. Ist da noch einer? Bevor wir beten. Ich glaube, ich habe alle Hände gesehen. Now, wir werden jetzt gemeinsam beten. Und wir werden schlicht und einfach beten, was Paulus uns lehrte in Römerbrief Kapitel 10. Ich vertraue, dass du deine Hand hochgehalten hast, weil du wirklich glaubst, weil etwas hat dich durch Gottes Wort. Es war nicht mein Predigen, es war Gottes Wort, der in dir etwas lebendig gemacht hat. Und wir werden durch dieses Gebet, dieses gewonnenen Vertrauen freisetzen, deinem Herzen und deinem Munde. Und wenn wir beten, Jesus, du bist mein Herr, ich möchte, dass du eins weißt. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Gott macht etwas Neues aus dir. So, ich möchte, dass wir alle gemeinsam dieses Gebet miteinander beten. Sagt es mir nach. Himmlischer Vater, gleich wie ich hier sitze, danke, dass du mich annimmst. Wie ich bin, du nimmst mich an. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Mach etwas Neues aus meinem Leben. Ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Ich bin ein Kind Gottes, weil du bist mein Herr. Vater, gib mir deinen Geist. Zeig mir, was du vorhast mit meinem Leben. Und benutze mein Leben zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Es gibt ein paar mehr Rennpferde in das Haus. Halleluja. Was für ein Morgen. Du wusstest es nicht. Du bist hier reingekommen als ein alter Esel. Du gehst raus aus dem Rennpferd. Was für ein Wunder. Oh, Halleluja. Da hat das euch geholfen heute Morgen. Ich bin völlig überzeugt. Obwohl für mich, nach all den Jahren, Gott bringt mir zurück zu dem Ursprung, wozu er mich berufen hat, wozu er diesen Ort ins Leben gebracht hat. Damit wir, die es gehört haben, wieder hören. Wow, ja, das stimmt. Und für die, die es noch nicht gehört haben, wow, so kann mein Leben sein.
Die Berge, die bisher dein Leben immer geärgert hat, jetzt weißt du. Frag Gott, soll ich zu dir gehen und empfangen oder soll ich zu diesem Berge sprechen? Der Glaube, das Gesetz des Glaubens, es ist am Wirken in deinem Leben. Amen. Im Abschluss darf ich noch ein Lied für euch singen. Now, ich habe etwas vor. In diesem Jahr wird auch endlich ein Projekt veröffentlicht, was ich vor 17 Jahren begonnen habe. Ich hatte nie die Zeit, das fertig zu machen. Das sind Lieder, die ich schreibe, nicht für Corporate Worship, wenn wir gemeinsam singen, sondern es gibt mir die Möglichkeit, wenn ich reise, manchmal in Orten, wo ich nicht in einer Kirche, nicht in einem Gottesdienst bin, aus meinem Leben zu erzählen. Und das ist das neueste Lied, was ich geschrieben habe. Ich habe das zum ersten Mal vor Menschen gesungen am Freitagabend und ich möchte das für euch singen. Es heißt The Evening of the Day. Ich werde dieses Jahr 66 sein. Ich bin nicht in der Nacht meines Lebens, aber ich bin in den Abenddämmerung. The Evening. Peter und ich, wir sind beide sehr stolze Großpapas. Unsere Großsöhne, Enkelsöhne werden in wenigen Wochen 1 Jahr alt sein. Dieses Jahr war so eine Erfahrung. Ich habe die jungen Menschen am Freitagabend gesagt, die haben gedacht, er spinnt. Ich habe gesagt, das Coolste im Leben, was ich entdeckt habe, ist Großvater zu sein. Das ist das absolute Coolste. Ich habe das nie gedacht. Ja, wenn du 20 oder 22 bist, du denkst, der alte Kerl spinnt. Ja, bestimmt ein bisschen. Aber oftmals, ich schreibe Lieder für Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und ich habe diese Weihnachten, ich wollte etwas meiner Familie geben. So, ich habe ein Lied für meine Familie geschrieben. Als die das gehört haben, die haben gesagt, das muss auf die neue CD kommen. So, das werden wir tun. Und es heißt The Evening of the Day. Was ein alter Mann, nicht ganz uralt, aber ein älterer Mann, man gelernt hat im Leben, was wirklich zählt. Es ist nicht Anerkennungen, es ist nicht Auszeichnungen. Es ist die Liebe, die wir mit unseren Familien und engen Freunden ausleben können. Das ist, was wirklich zählt. Und das alles ist wegen seiner Liebe, der in uns gekommen ist. Amen. So.